Brand im Freizeitpark, viele neue Achterbahnen, noch viel mehr neue Flatrides, Geschäftsführerwechsel, komplette Verkäufe von Freizeitparks und ganz viele andere Themen jetzt in diesem Ride Review News Video. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Ride Review Magazin und einem neuen Video, meinerseits in einem neuen News-Video. Und bevor wir starten, kommen wir erstmal zum Sponsor des heutigen Videos, und zwar Aufwind Rides. Und Aufwind Rides ist ein Hersteller für Fahrgeschäfte, Thematisierung und Sonderlösungen in Deutschland. Und es gibt ein autonomes Fahrzeug von Aufwind Rides, ein Dark Ride Themenfahrzeug, was autonom unterwegs ist, autonom fahren kann. Und wir haben schon ein paar Bilder hier, die wir euch zeigen können, werden demnächst da auch noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Link zu Aufwind Rides gibt es in der Videobeschreibung. Da gibt es noch viel mehr Informationen zu dem, was die alles machen, was die alles können und was sonst schon so umgesetzt wurde an Fahrgeschäften und anderen Dingen. Erlebnispark Eckenhagen, ein Thema, über das wir schon oft gesprochen haben, was wir sogar vor Ort schon begleitet haben und wo es vor kurzem ein eigenes Video von uns gab, aber hier vielleicht auch noch mal in den News erwähnt. Es gibt die zweite Offenlage. Das bedeutet, jeder Bürger kann sich zu diesem Projekt äußern, ob pro oder contra. Und bei diesem Projekt geht es beim Erlebnispark Eckenhagen um eine Sommerrodelbahn, beziehungsweise, um es genauer zu sagen, ein Alpine Coaster. Und dieser ist jetzt nicht nur relevant fürs Bergische Land, beziehungsweise den Raum Köln-Bonn, wo es sonst gar keinen Alpine Coaster gibt, sondern für viele Leute, die, glaube ich, Bock haben, Alpine Coaster zu fahren. Und wenn ihr noch was schreiben wolltet, wenn ihr das erste Video gesehen habt, ihr habt noch bis zum 3. April Zeit, eure E-Mail zum Beispiel rauszuschicken. Wenn ihr jetzt euch fragt, worum es ganz genau geht, das ist halt ein ziemlich komplexes Thema, verlinke ich euch hier auch gerne nochmal ein Video, wo ich im Detail euch alles erkläre dazu und wo ihr alle Informationen dazu bekommt, denn zu der Offenlage gehört natürlich auch, dass wirklich alles einzusehen ist, von allen möglichen Gutachten und Sachen, die dafür sprechen oder auch dagegen sprechen, aber sämtliche Fachgutachten, die von speziellen Ingenieursbüros erstellt wurden, sagen, ey, jo, cooles Projekt, kann man machen. Und wenn ihr das Ganze auch unterstützen wollt, könnt ihr euch dann jetzt also noch an die Tastatur schwingen und eine Mail raushauen und euren Beitrag dazu leisten. Feuer im Freizeitpark hatten wir auch schon als YouTube-Short hier auf dem Kanal, aber auch nochmal im News-Video der Vollständigkeit halber. Im Freizeitland Geiselwind ist es in der Nacht von Sonntag auf Montag zu einem Brand gekommen und im Eingangsbereich ist ein Gastronomiegebäude und ein Kioskgebäude in Brand geraten aus noch ungeklärter Ursache. Dabei wurde zum Glück niemand verletzt. Und die Saison kann auch ganz normal im Freizeitland Geiselwind starten. Also der Saisonbeginn ist nicht davon betroffen. Die Schadenssumme kann auch noch nicht genau beziffert werden. Erste Meldungen gingen von 6-stellig aus. Inzwischen hat man auch schon gehört, dass es in die Millionen gehen soll. RES Rides und die Übergabe der Geschäftsführung. RES Rides, Ride Engineers Switzerland, haben wir auch schon öfter als Thema hier gehabt und es gibt einen Geschäftsführerwechsel. Willi Walzer wird die Geschäftsführung an Roman Rothe übergeben. Willi Walzer kennt ihr alle, ist seit 45 Jahren in der Branche aktiv und nun ist die Zeit gekommen, die Geschäftsführung in andere, erfahrene Hände überzugeben. Und auch nochmal Willi Walzer, ne, das ist jedem ein Begriff, hat viele spannende Projekte irgendwie entwickelt, Fahrgeschäfte entwickelt und Sachen auf den Weg gebracht. Also jeder kennt ihn. Aber auch Roman Rothe, der das Ganze jetzt übernimmt, ist seit 15 Jahren schon in der Branche aktiv und ein erfahrener Ingenieur. Und außerdem bleibt Willi Walzer dem Team auch erhalten und wünscht sich auch, dass die Kunden weiterhin das Vertrauen in RES stecken, was sie bis jetzt da reingesteckt haben. Und er ist immer noch mit am Start und tritt einfach nur so ein bisschen in den Hintergrund und macht ein bisschen langsamer, würde ich mal sagen. Und bleibt auf jeden Fall weiterhin spannend und ich halte euch auf dem Laufenden, wenn sich da irgendwas weiterentwickelt. Ihr habt ja auch hoffentlich den Kanal schon abonniert, damit ihr sowas alles auch nicht verpasst. Europäisch geführte Freizeitparks in den USA wurden verkauft. Das Ganze klingt jetzt erstmal abstrakt und vielleicht nicht so relevant, ist aber ziemlich interessant und auch sehr spannend. Und im weitesten Sinne sind wir trotzdem irgendwie davon betroffen. Und Herschend Entertainment erwirbt die Freizeitparks von Palace Entertainment in den USA, die quasi zu Parques Reunidos gehören, die wiederum die Eigentümer sind von Freizeitparks wie zum Beispiel Moviepark Germany, Belantes, Bobbejaanland, Lachan und so weiter und so fort. Und das ist ziemlich crazy, aber wir haben da auch ein bisschen Nachholbedarf. Das weiß ich nämlich aus einem der vergangenen News-Videos. Und wir müssen das ein bisschen aufdröseln und nochmal Step by Step erklären, weil das richtige Zuhören manchmal ein bisschen schwierig ist. Parques Reunidos ist eine Freizeitparkbetreiberkette, zu denen halt Moviepark Germany, Belantes, Bobbejaanland, Lachan, Mirabilandia, Tusenfrüh, natürlich auch Parque Warner und der Parque de Atracciones de Madrid und so weiter und so fort. Und man hat auf Freizeitparks in den USA
Und das kommt daher, dass man 2007 Palace Entertainment gekauft hat und das quasi ein Tochterunternehmen von Parques Reunidos ist. Palace Entertainment hat wiederum 1998 damit angefangen, dass die 4 FECs, also Family Entertainment Center, gekauft haben und dann mit den Jahren auch gewachsen sind und dann irgendwann Freizeitparks dazugehört haben, wie zum Beispiel Kennywood, Lake Compounds oder Dutch Wonderland. So, das ist erstmal so quasi der europäische Part schon mit den Einflüssen USA. Dann gibt es bereits in den USA Herschend Family Entertainment. Das ist auch eine ganz kleine Freizeitparkbetreiberkette von Dollywood, Silver Dollar City, Wild Adventures und neuerdings auch Kentucky Kingdom. Hatten wir zum Beispiel auch in einem der letzten News-Videos, was in Kentucky Kingdom jetzt alles passiert. Und da war auch die erste große Stolperfalle für viele. Herschend Family Entertainment ist nicht zu verwechseln mit der Hershey Schokolade, aber Obacht, es gibt auch die Hershey Entertainment and Resort Company, zu denen zum Beispiel der Hershey Park gehört, was auch ein Freizeitpark mit großen Achterbahnen ist. Habt ihr alle hier auf dem Kanal auch schon gesehen. Jetzt gibt es nochmal eine Sache, die vielleicht zu beachten ist, bevor das irgendjemand irgendwo so halb liest. Hershey Entertainment and Resorts Company hatte einmal das Dutch Wonderland, das gehörte mal dazu, ist aber in Palace Entertainment gewechselt, die jetzt wiederum von Herschend Family Entertainment gekauft werden. Einfach runtergebrochen, die Parques Reunidos Parks, die europäisch geführten US-Parks wie Kennywood, Lake Compounds und so weiter und so fort, werden jetzt von Herschend Family Entertainment übernommen und gekauft. So kann Herschend Family Entertainment sich stärken, seine Position in den USA stärken, wo es halt eine große Konkurrenz gibt, und Parques Reunidos kann sich mehr auf das Kerngeschäft in Europa konzentrieren. So, das einmal erklärt und einmal diese etwas vielleicht komplizierteren Strukturen aufgedröselt. Dann jetzt ein bisschen einfacher. Europapark, Wodan Retracking. Haben wir auch ganz oft schon gezeigt von der Firma GCI, Great Coasters International, den Titan Track. Das ist eine Stahlschiene, die auf die Holzachterbahn oben drauf kommt, wo dann diese Holzachterbahnen zu Hybridachterbahnen werden, und das wird gemacht, um Maintenance zu reduzieren, also Wartung, Arbeiten zu reduzieren, die Haltbarkeit halt zu verlängern und auch natürlich hier und da den Fahrkomfort zu erhöhen. Und Titan Track kommt jetzt auch bei Wodan im Europapark immer mehr zum Einsatz und wird immer mehr installiert, und das ist ein kleines Update zu dem Ganzen. Hossoland, von der ersten Ankündigung bis heute regelmäßig in den News-Videos, immer mit Updates. Deswegen können wir auch nicht immer wieder ganz von vorne manche Themen anfangen, wenn wir Updates in den News haben. Ich weiß, da sind ein paar Leute angepisst, die einfach nur irgendwie mal ein Video reinsliden und nicht wissen, worum es denn im Ganzen geht, aber wir können jetzt nicht immer alles neu wiederholen, damit alle immer wieder von vorne alles sich doppelt und dreifach anhören müssen. Wenn ich das erkläre, sind die Leute dann noch saurer, aber hier auch vielleicht nochmal der Vollständigkeit halber. Und das Hossoland, ganz kurz, ist ein neuer Freizeitpark in Polen, der sogar dieses Jahr eröffnen soll mit einem sehr ambitionierten Eröffnungsdatum. Und Thematisierung hat man ja als erstes angefangen, bevor man angefangen hat, Attraktionen zu bauen. Die sieht inzwischen auch schon richtig, richtig gut aus. In einem der vergangenen News-Videos hatten wir schon, dass Achterbahnschienen angeliefert wurden. Inzwischen werden Achterbahnschienen auch installiert, und man sieht es ja an den verschiedenen Farben. Stand jetzt gibt es 3 Achterbahnen im Hossoland von der Firma Vekoma, so wie es aussieht, die zum Teil gerade auch installiert werden von RCS, in dem Fall Ride Construction Service, die weltweit dafür bekannt sind, die besten Achterbahnaufbauer überhaupt zu sein. Es bleibt spannend und es bleibt ambitioniert, aber wir werden euch natürlich updaten, und wenn es soweit ist, fahren wir natürlich auch ins Hossoland. Liseberg, endlich können wir darüber reden. Der Freizeitpark Liseberg in Schweden bekommt eine neue Attraktion, und zwar von Hus Park Attractions, die ja neuerdings auch auf Instagram und Facebook sind. Hus Rides, checkt das gerne aus. Und zwar gibt es neben dem Suspended Topspin Toxigator im Alton Towers die nächste europäische Hus Park Attractions Neuheit, und zwar einen weiteren Breakdance 5 von Hus Park Attractions. Nach der Erstinstallation in Wien gibt es jetzt in Liseberg den nächsten. Kraftwerket wird der Name des Ganzen sein, und das Artwork lässt auf jeden Fall schon mal erahnen, dass das Ganze auch schön gestaltet wird und ganz anders aussieht als die Erstauslieferung. Eure Meinung zu der Optik gerne in die Kommentare, und da bin ich auch sehr gespannt, uns das vielleicht endlich einmal auch live anzuschauen. Pleasure Beach Resort, besser bekannt als Blackpool Pleasure Beach, bekommt auch einen neuen Flatride, und zwar ist da erst ein bisschen nur was angeteased, aber man sieht es schon, es wird ein Intermin Giro Swing. Angekündigt wird das Ganze vom
Pleasure Beach Resort als Project MMXXVI, was 1010-1051 ist oder auch einfach 2026 und damit quasi auch schon klar sein sollte, dass diese Attraktion für 2026 geplant ist. Also dauert das noch ein bisschen und wir werden bestimmt das eine oder andere Update dann hier auf dem Kanal für euch haben. So wie auch ein Update aus dem Kota-Land in den USA, in Texas, in Austin und das direkt an der Rennstrecke, die ihr wahrscheinlich auch alle kennt. Und da gibt es ja auch schon seit langem das große Projekt des Freizeitparks mit großen Achterbahnen, wie zum Beispiel auch den Vekoma Tilt Coaster Circus Breaker. Und der ist auch schon aufgebaut und es gibt das erste Bild hier zu sehen, wie das Ding im Ganzen aussieht. Aufregende, große, spektakuläre und dennoch kompakte Achterbahn, so würde ich das Ganze, glaube ich, beschreiben. Und einer der 3 neuen Tilt Coaster von Vekoma, die dieses Jahr oder in den nächsten Jahren eröffnen sollen. Und wir bleiben in Nordamerika und kommen zu Canada's Wonderland und einem Update zu Alpine Fury. Alpine Fury hat nämlich seine Fahrzeuge bekommen, beziehungsweise gibt es die ersten Bilder zu den Fahrzeugen. Alpine Fury auch hier kurz euch abgeholt, weil es ein Update ist. Ein von Premier Rides gebauter Skyrocket mit mehreren Abschüssen, 7 Überkopf-Elemente, die auf 1000 Meter Strecke verteilt sind und eine Spitzengeschwindigkeit von 115 km/h. Und auch ein Update aus dem Walibi Belgien und auch hier gibt es die ersten Bilder des fertigen Frontcars. Es gab ja erst hier die Animation bei uns zu sehen, jetzt gibt es das Frontcar in echt zu sehen, was auf jeden Fall ziemlich cool wird bei dem Gerstlauer Family Coaster, wo ich sagen muss, so wie das Ding aussieht, ist das nicht der neue Gerstlauer Airtime Coaster, den wir auf der Messe schon vorgestellt haben. Video verlinke ich euch gerne auch hier. Ich meine nämlich, dass das jetzt das erste Ding davon sein müsste, so wie der Zug aussieht, der übrigens inzwischen auch die ersten Testfahrten macht und dann geht es dort also auch in großen Schritten voran zur Eröffnung des neuen Coasters. Wo es nicht mehr vorangeht und trotzdem gerade viel passiert, ist Oakwood Theme Park, ein Freizeitpark, der überraschenderweise geschlossen hat in UK, in Wales, haben wir auch in einem der vergangenen News-Videos drüber gesprochen. Scheinbar werden die ein oder anderen Fahrgeschäfte verkauft, denn diese werden gerade abgebaut. Das ist aber auch jetzt gerade von mir so ein bisschen rein interpretiert in das, was man sehen kann bei JB Solutions International. Das ist eine Firma, die sich darauf spezialisiert hat, Freizeitparkanlagen zu demontieren, umzusetzen oder auch abzureißen, also zurückzubauen und zu entsorgen. Aber so wie das bei den Bildern, die gepostet wurden, aussieht, wird das Ganze mit einer sehr hohen Sorgfalt gemacht, was dafür spricht, dass die Anlage umgesetzt werden könnte. Auch hier werde ich euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden halten. Und ein Update aus Dreamworld in Australien, denn dort stand ja The Claw. Und The Claw ist jetzt abgerissen, also definitiv, das ist abgerissen, das ist nicht zurückgebaut. Und da haben wir euch ja auch schon ein ausführliches Einzelvideo gezeigt, was an diese Stelle kommt. Und zwar King Claw, das Video findet ihr auch hier in der Infobox. Und King Claw wird auch ein Gyrospring der Firma Intermin, der an gleicher Stelle The Claw nach vielen Jahren ersetzen wird, was halt eine sehr beliebte Attraktion war. Und ihr sogar hier am Kanal auch schon in Action gesehen habt. Und wir bleiben auch noch in Australien, Luna Park Sydney. Und den habt ihr ja auch bei uns im Vlog gesehen. Und dort war ja die Holzwilde Maus leider Gottes geschlossen, die übrigens seit 2022 SBNO ist, also dort steht, aber nicht fährt. Und die Holzwilde Maus hat am 13. März wieder eröffnet. Und das ist sehr cool, nicht nur, dass es eine Holzwilde Maus ist, sondern das ist eine Anlage von 1959. Und einerseits natürlich schade, dass sie jetzt erst wieder in Betrieb geht. Und andererseits ist es toll, dass sie überhaupt wieder in Betrieb geht. Wären wir sehr gerne gefahren. Wenn wir jetzt schon bei Australien und unseren Tourvlogs aus Australien sind, die sind noch nicht durch. Es kommt noch einiges, was die Tourvlogs angeht, auf euch zu. Aber die letzten Tage waren ganz viele wichtige und aktuelle Themen, die einfach kommen mussten. Und wichtig waren, dass wir das euch jetzt direkt zeigen und konnten dann nicht die ganzen Tourvlogs noch zwischenpacken, sondern das hatte einfach Priorität. Sei es die VDFU Connex in München, die wir besucht haben, die Pressekonferenz zum Saisonstart bzw. 50 Jahre Europapark konnte meiner Meinung nach auch nicht warten. Mountain Innovations war gesetzt an dem Tag, an dem es gekommen ist. Aber auch der Holiday Park mit dem Preview-Event, was wir besucht haben und was dieses Jahr alles und auch die nächsten Jahre im Holiday Park für 140 Millionen Euro passiert, wollten wir euch vorher zeigen. Der monatliche Daily Vlog sollte nach den Australien-Vlogs kommen, wäre dann schon, das ist der Februar-Vlog, der wäre dann schon im April fast gekommen. Das wäre jetzt
jetzt auch noch weiter nach hinten gerutscht, deswegen haben wir den auf jeden Fall erstmal vorgezogen und euch gestern gezeigt. Jetzt haben wir schon wieder News. Wir hatten auch noch ein Disney Park Updates, was viele aktuelle Disney-Themen behandelt hat. Auch das musste zeitnah jetzt kommen. Und das sind die Gründe, warum die Australien-Vlogs jetzt gerade nicht 3 die Woche gekommen sind, die ich euch auch nie 3-mal die Woche versprochen habe, sondern die einfach 3-mal die Woche da waren. Und die kommen jetzt auch wieder, es geht jetzt weiter, aber das musste jetzt alles vorher kommen, weil es top aktuell war. Und wenn das nicht gekommen wäre, hätte sich ja auch wieder jeder beschwert, dass die aktuellen Sachen gerade nicht laufen. Ich weiß, egal wie man es macht, dann kommt die Stimme, dann kommt die Stimme. Alles fein, alles gut. Ihr wisst jetzt Bescheid und wir sehen uns morgen um 18 Uhr wieder hier auf dem Rightviu YouTube-Kanal zu einem neuen Video.